Wie sagt man so schön, jetzt wird's ernst. Aus einem ehemaligen Hobbyprojekt, in welchem mithilfe der Unreal Engine 5 ein Die Siedler-Prototyp entstand, wird nun ein vollwertiges Spiel, welches dann in Zukunft auf Steam erscheinen wird. Außerdem gibt es nach Holzfäller und Steinmetz mit dem Sägewerk ein weiteres Gebäude zu präsentieren. The First Explorers entsteht ganz ähnlich wie bei Manor Lords beim Ein-Mann-Entwickler Buchwald in Karlsruhe. In seiner Interpretation eines Die Siedler-like-Spieles sollen dann später Römer, Gallier und Karthager in einem spannenden Mix aus einem anspruchsvollen Aufbaustrategiepart mit Echtzeitschlachten alles abholen, was mit den großen Vorbildern Die Siedler 3 und 4 etwas anfangen konnte. Das Spiel ist dabei vor allem vom verworfenen Ubisoft Die Siedler inspiriert, welches dann 2020 zugunsten eines reinen RTS-Spiels aufgegeben wurde, orientiert sich aber auch sehr an Die Siedler 4. Mit dem nun erfolgten Meilenstein hat man die Prototypenphase hinter sich lassen können und beginnt nun nach viel positiver Kritik von allen Seiten mit der eigentlichen Entwicklung. Daher könnt ihr euch ab sofort auf der nun veröffentlichten Steam-Page auf die Wishlist setzen, welche ich euch oben rechts sowie in der Videobeschreibung verlinkt habe. Beziehungsweise möchte ich euch bei Interesse sogar ans Herz legen, dies zu tun, da das für den Dev der einzige Indikator dafür ist, wie groß das Interesse am Titel wirklich ist. Als Release-Fenster wird ganz grob 2025 angegeben, wo man dann in eine ca. 9 Monate lange Early Access Phase starten möchte, um anhand des Feedbacks der Siedler-Community möglichst viele Wünsche zu erfüllen. Da ich dieses Projekt seit Anfang an begleite, werde ich euch daher ab sofort im neuen Explorer News Format der Zocker Lounge so detailliert wie möglich auf dem Laufenden halten. Der Holzfäller im Spiel, welchen ich euch bereits vorgestellt habe, wird zwischen Laub- und Nadelhölzern unterscheiden und dementsprechend 2 Arten von Baumstämmen an das Sägewerk liefern lassen. In der frühen Spielphase einer Partie startet ihr auf der sogenannten Weiler-Stufe, in der ihr natürlich auch schon ein Sägewerk errichten könnt. Dieses Sägewerk kann aber zunächst nur weiche Nadelhölzer zu Brettern verarbeiten, die dringend für den Bau von Gebäuden benötigt werden. Wenn eure Siedlung später aufsteigt und die sogenannte Dorfstufe erreicht, wird es möglich sein, euer Sägewerk oder eure Sägewerke auszubauen. Durch den Ausbau wird es möglich, im Sägewerk zusätzlich hartes Laubholz zu verarbeiten, welches dann wiederum für Waffen und Werkzeuge an anderer Stelle weiterverarbeitet werden kann. Übrigens wird es für das Late Game auch eine weitere Stufe in Form der Stadtstufe im Spiel geben. Neben Pioneers of Pagonia in diesem Jahr wird also auch in Zukunft viel Content für die Siedlerliebhaber bereitstehen und das Erbe der einstigen deutschen Videospielmarke fortsetzen. Habt ihr Bock drauf? Ab in die Kommentare damit, und sobald es weitere Neuigkeiten zum Spiel gibt, erfahrt ihr es, wie schon erwähnt, in den neuen Explorer News in eurer Zocker Lounge.